Realty Income ist wohl einer der bekanntesten Dividendentitel. Das Unternehmen ist auch bekannt unter dem Namen The Monthly Dividend Company. Es musste in den letzten Wochen einiges an Kursverlusten einbüßen. Und warum genau das passiert ist, was REITs eigentlich genau sind und wie man solche Unternehmen bewertet, schauen wir uns heute in diesem Video an. Viel Spaß! Realty Income ist ein amerikanisches Immobilienunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Vermietung von freistehenden Gewerbeimmobilien spezialisiert hat. Das Unternehmen besitzt mehr als 15.450 Immobilien, die an mehr als 1.500 Kunden in 90 verschiedenen Branchen vermietet werden. Realty Income gehört hierbei zu den sogenannten REITs, den Real Estate Investment Trust. Das ist eine ganz spezifische Art von Unternehmen. Und wie genau diese definiert ist, schauen wir uns jetzt in Folgendem an. Ein Real Estate Investment Trust, kurz gesagt REIT, ist eine Gesellschaft, die Immobilien besitzt und verwaltet, die Einkommen generieren oder Immobilienfinanzierung bereitstellt. Anleger können Anteil an einem Real Estate Investment Trust kaufen und so von den Erträgen aus den Immobilien profitieren. Hierbei gibt es 4 Merkmale, die ein REIT auszeichnen. Erstens, die Einkommensgenerierung. Ein REIT investiert in Immobilien, die regelmäßig Einnahmen durch Mieten, Leasing oder Hypothekenzinsen generieren. Beispiele hierfür sind Einkaufszentren, Bürogebäude, Wohnanlagen, Lagerhäuser, Hotels oder Gesundheitsimmobilien. Zweitens, die Dividendenpflicht. REITs sind gesetzlich verpflichtet, mindestens 90% ihres steuerpflichtigen Einkommens als Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Dies macht sie insbesondere attraktiv für Anleger, die regelmäßige Erträge suchen. Drittens, steuerliche Vorteile. In vielen Ländern, einschließlich der USA, sind REITs von der Unternehmenssteuer befreit, solange sie die Ausschüttungsanforderungen erfüllen. Und zu guter Letzt die Handelbarkeit. Viele REITs sind börsennotiert und können wie Aktien an Börsen gehandelt werden, was Liquidität und Zugänglichkeit bietet. Damit sind die Rahmenbedingungen nun erstmal geklärt, was ein REIT überhaupt ist und wodurch er definiert wird. Aber REIT ist nicht gleich REIT, sondern es gibt 4 verschiedene Arten von den Real Estate Investment Trusts. Zunächst einmal gibt es die klassischen Equity REITs, zu denen auch Realty Income zählt. Sie besitzen und betreiben physische Immobilien und generieren ihre Einnahmen durch Mieten. Als zweites gibt es die sogenannten Mortgage REITs, auch M-REITs genannt. Sie finanzieren Immobilien durch Hypotheken oder Immobilienkredite. Ihre Haupteinnahmequelle sind dabei die Zinsen aus den Krediten. Als drittes gibt es die sogenannten Hybrid REITs. Das ist eine Kombination, wie der Name schon vermuten lässt, aus den ersten beiden Strategien. Damit haben wir jetzt auch schon mal geklärt, welche Art REITs es denn überhaupt gibt und wo Realty Income denn zugehört. Jetzt können wir uns in Folgendem widmen, welche Vor- und Nachteile REITs mit sich bringen. Der erste Vorteil, den REITs mit sich bringen, ist die Diversifikation. Sie bieten Zugang zu einem breiten Immobilienportfolio, ohne direkten Immobilienbesitz. Der zweite Vorteil ist die Liquidität. Im Gegensatz zu physischen Immobilien können börsennotierte REITs einfach ge- und verkauft werden. Der dritte Vorteil sind die stabilen Dividenden. Regelmäßige Ausschüttungen machen sie zu einer attraktiven Einnahmequelle. Und zu guter Letzt noch das professionelle Management. REITs werden von erfahrenen Immobilienmanagern betrieben, die sich um die Akquisition, Verwaltung und Veräußerung von Immobilien kümmern. Das hört sich in erster Linie natürlich ziemlich interessant an. Aber REITs bringen auch einige Nachteile mit sich, auf die wir jetzt eingehen. Der erste Nachteil, den REITs mit sich bringen, ist die steuerliche Behandlung. Im Gegensatz zu normalen Immobilien ist die Veräußerung nach 10 Jahren nicht steuerfrei. Es gibt hier zwar keine Spekulationssteuer, aber man muss trotzdem die 25% Kapitalertragssteuer zahlen. Der zweite Nachteil ist die Zinsabhängigkeit. REITs sind empfindlich gegenüber steigenden Zinsen, da diese Finanzierungskosten erhöhen und REITs im Vergleich zu Anleihen weniger attraktiv machen könnten. Und zu guter Letzt noch die Marktsensitivität. Börsennotierte REITs unterliegen Marktschwankungen und können in volatilen Zeiten an Wert verlieren. Nachdem wir uns jetzt angeschaut haben, was REITs denn überhaupt sind und welche Vor- und Nachteile sie mit sich bringen, kann man sich jetzt natürlich die Frage stellen, ist ein Investment in REITs vielleicht etwas für mich? Du solltest in REITs investieren, wenn du erstens in Immobilien investieren möchtest, ohne selbst Immobilien besitzen zu wollen, zweitens du auf der Suche bist nach regelmäßigen Zinserträgen oder Dividenden oder drittens dein Portfolio diversifizieren möchtest, um dein Risiko zu minimieren. Somit können wir auch damit nun abschließen und widmen uns jetzt der Bewertung von Realty Income. Beziehungsweise, wie bewertet man denn überhaupt REITs? Anders als bei traditionellen Aktien nutzt man nicht etwa den Gewinn, Umsatz oder Free Cashflow zur Bewertung, sondern schaut auf diese 3 folgenden Faktoren. Der erste Bewertungspunkt ist das sogenannte FFO, Funds from Operations. Das ist eine wichtige Kennzahl in der Immobilienbranche, die den operativen Cashflow aus Vermietungstätigkeiten misst, bereinigt um Abschreibungen und Gewinnverluste aus dem Verkauf von Immobilien. Doch warum ist dieser Wert so wichtig? Diese Bewertungskennzahl zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, Dividenden zu zahlen und ist eine bessere Maßanzahl als der Nettogewinn für REITs. Hier dran anknüpfend kommt auch die zweite Bewertungskennzahl, das sogenannte AFFO, Adjusted Funds from Operations. Das AFFO ist eine verfeinerte Version des FFOs, die auch wiederkehrende Investitionsausgaben wie Instandhaltungskosten berücksichtigt. Daraus folgt eine noch genauere Einschätzung der finanziellen Stabilität und Dividendenfähigkeit. Der letzte wichtige Punkt ist die Belegungsquote. Diese stellt ein prozentuales Verhältnis zwischen vermieteter Fläche und zur Verfügung stehender Gesamtfläche dar.
Daraus lässt sich dann die Effektivität des Asset-Managements und die Attraktivität der Immobilien ableiten. Nutzen wir also jetzt dieses Wissen und versuchen herauszufinden, ob Realty Income vielleicht gerade ein attraktiver Kauf ist. Realty Income hat über die letzten Wochen und Monate einiges an Kursverlusten einbüßen müssen. Das ist vor allem der aktuellen Zinslage in den USA zuzuschreiben. Die hohen Zinsen belasten die Immobilienmärkte, da die Kredite deutlich teurer werden. Zusammen mit dem Kurs ist aber auch die Bewertung des Unternehmens stark gefallen. Realty Income handelt aktuell zu einem Price-to-FFO-Ratio von 13,33 und einem Price-to-AFFO-Ratio von 12,79. Damit liegen die Bewertungen gleich bzw. leicht unterhalb von der Peer Group. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von Realty Income ist ebenfalls auf 1,21 gesunken und damit so niedrig wie noch nie zuvor in den letzten 20 Jahren. Aber auch beim Wachstum sieht es bei Realty Income weiterhin sehr gut aus. Der Umsatz konnte im Q1 2024 um 34,42% gesteigert werden, im Q2 2024 um 32,26% und im Q3 2024 um 28,88%. Die AFFO-Wachstumsraten überzeugen auch weiterhin, mit einem historischen Durchschnitt von etwa 5,3%. Hier konnten die 10-jährigen Staatsanleihen über viele Jahre hinweg geschlagen werden. Realty Income strebt außerdem noch weiteres Wachstum an. Dafür wollen sie nun über die Grenzen hinaus expandieren auf andere Kontinente mit neuen Partnern. Ein Beispiel dafür ist der neu abgeschlossene Deal mit Decathlon, wofür 82 Immobilien in 5 Ländern für insgesamt 527 Millionen Euro gekauft wurden. Zudem kann Realty Income weiterhin sein hohes Moody's und S&P-Rating beibehalten. Das sind Werte für die Kreditfähigkeit eines Unternehmens. Dieses Rating ist bei Realty Income so hoch, dass gerade mal 8 weitere REITs im S&P 500 ein äquivalentes oder ein besseres Rating erhalten haben. Mit ihrem breit diversifizierten Portfolio sind sie auch bestens für die Zukunft gerüstet, wodurch eine stetige und wachsende Dividendenrendite weiterhin möglich sein wird. Somit wird Realty Income auch weiterhin seinem Namen The Monthly Dividend Company treu bleiben können. Und auf Basis dieser gesamten Werte habe ich mich auch für ein Investment in Realty Income entschieden und meine Position weiter ausgebaut. Und damit war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt doch gerne mal eure Meinung zu Realty Income in die Kommentare. Und vergesst nicht, ein Like und ein Abo dazulassen und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.